Willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Stell dir mal vor, einen Ort tief im brasilianischen Regenwald. Mhm. Gewidmet dem, was sie transzendentales Bewusstsein und Neo-Schamanismus nennen. Also eine moderne Sicht auf alte Praktiken, oft gemischt mit, neuer Spiritualität. Ja. Ein Portal namens Cosmic Dimension. Das Ziel? Himmel und Erde, Materie und Geist vereinen. Wir schauen uns heute mal an, was diese kosmische Bewegung so ausmacht. Okay. Eine Mischung aus spirituellen Reisen, Weisheit, Kunst, Musik und sogar künstlicher Intelligenz. Unsere Mission? Was könnte dich da erwarten auf so einer Reise der Selbsterkenntnis? Ja, was da sofort auffällt, finde ich, ist diese Synthese. Traditionelle Elemente, wie eben die zeremonielle Nutzung von Ayahuasca, treffen auf sehr zeitgenössische Ansätze. Genau. Im Kern geht es halt um Bewusstseinserweiterung, um Heilung und darum, eine tiefere Verbindung zu finden. Zur eigenen Essenz, zum Universum. Und zentral ist die Idee der Einheit allen Seins. Oft nennen sie das kosmisches Bewusstsein. Richtig. Die Einladung ist ja Blick über das Gewohnte hinaus. Ein Leitmotiv haben sie auch: Tu, was du willst, die Liebe ist dein Führer. Ah ja. Ziel ist es wohl, dieses eine Bewusstsein zu erwecken, so eine Art Magie im Herzen zu spüren. Und diese Philosophie, die zieht sich ja durch deren ganze Angebote. Absolut. Ein ganz zentraler Weg, vielleicht der intensivste, sind eben diese spirituellen Reisen mit Ayahuasca. Genau. Ayahuasca, der Weinstock der Geister, wird als sakrales Getränk beschrieben, gebraut aus 2 Amazonas-Pflanzen. Ja, Gubeljane und Chagruna-Blätter, richtig. Genau die. Es soll Tore zum Bewusstsein öffnen, die Wahrnehmung erweitern. Mhm. Die Zeremonien selbst finden in einem sehr, sehr kleinen Rahmen statt. Oft nur für eine Person oder bis zu 3. Dauern so um die 5 Stunden. Okay, das ist lang. Ja, und die können echt intensive Erfahrungen bringen. Veränderte Sinne, emotionale Entladungen, aber auch körperliche Reaktionen wie Übelkeit. Da gibt's auch klare Richtlinien für die Vorbereitung, gerade was Ernährung und Medikamente angeht. Der biochemische Hintergrund ist da ja auch ganz interessant. Normalerweise wird DMT, das ist ein Molekül, das unser Körper ja auch kennt, im Magen abgebaut. Richtig. Aber die MAO-Hämmer in dieser Jaguebel-Liane, die verhindern das. Und dadurch wird das DMT aus der Chacruna überhaupt erst oral wirksam. Ah, verstehe. Und obwohl sie sagen, es ist nicht toxisch und macht nicht süchtig, gibt es doch ernste Kontraindikationen. Ja, das ist wichtig. Auf jeden Fall. Herz-Kreislauf-Probleme, Bluthochdruck, bestimmte psychische Diagnosen wie Schizophrenie, Bipolarität und natürlich Wechselwirkungen mit Medikamenten, SSRIs zum Beispiel. Okay. Deswegen ist ein ausführlicher Gesundheitscheck vorher auch Pflicht. Und ganz wichtig, die Integration danach. Diese Erlebnisse sind ja oft tiefgreifend. Das braucht Zeit und wohl auch Unterstützung. Aber diese intensiven Reisen, das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Es gibt auch kosmische Mandalas. Ah ja, die Kunstwerke. Genau, handgefertigt. Sollen als energetisierte Portale dienen. Für Schutz, Fülle oder eben Bewusstseinserweiterung. Jedes Stück wird wohl individuell abgestimmt und mit bestimmten Intentionen erstellt. So für die violette Flamme oder als persönliches Kraftmandala zum Beispiel. Sie nennen die ja Psychokosmogramme. Die Idee dahinter ist wohl, dass sie wie visuelle Karten kosmischer Prinzipien sind. Durch heilige Geometrie und Mantras bei der Herstellung sollen da bestimmte Schwingungen verankert werden. Die sollen dann den Betrachter mit universeller Harmonie verbinden, höhere Bewusstseinsebenen zugänglich machen. Und dieses energetisch aufgeladen, was heißt das genau? Naja, ich nehme an, das bedeutet, dass die Schöpfer sie durch spezielle Rituale oder Meditationen während des Malens eben mit diesen Qualitäten versehen. So die Vorstellung. Und dann wird's ja richtig modern, da verschmilzt das Ganze mit Technologie. Es gibt ein Musikalbum Oder ad Sancte Matrices. Oder an die Heilige Mutter. Genau. Und spannend ist die Inspiration. Kam wohl aus einer unerwarteten Interaktion mit einer KI, die ein Bild der weiblichen Urkraft generiert hat. Echt? Mit KI? Ja. Das Album steht sogar kostenlos zum Download bereit. Und es gibt ein Online-Orakel von Herz zu Herz mit digitalen Karten, Botschaften und Musik. Zur täglichen Inspiration. Okay, das ist interessant. Hier sieht man halt echt deutlich, wie alte Weisheit und neue Tools irgendwie Hand in Hand gehen sollen. Das ist ein gutes Beispiel, ja?
wie versucht wird, Spiritualität über ganz viele Kanäle anzubieten. Visuell, auditiv, interaktiv. Es sind eben Werkzeuge zur Selbsterkenntnis, die über die traditionellen Pfade hinausgehen. Sie sollen die Verbindung zum einen Bewusstsein auf verschiedene Weisen anregen. Und wer steckt dahinter? Philipp und Farbe, die Gründer. Sie beschreiben sich selbst als Nomadenseelen. Ah ja. Und die verwirklichen ihre Vision da in Jacupiranga, Brasilien, ein Raum für Heilung, Gemeinschaft, Kreativität. Sie sehen ihre Aufgabe darin, die Ahnenerinnerung der Natur und eine Friedensbotschaft zu teilen. Wir sehen also ein ziemlich breites Spektrum von diesen tiefgreifenden, ja potenziell lebensverändernden Ayahuasca-Erfahrungen in ganz intimem Rahmen. Ja, Über energetische Kunst bis hin zu digitalen Angeboten wie Musik und Online-Orakel. Und alles eingebettet in diese Philosophie der Einheit. genau. Es ist also ein Angebot für Suchende. Für Leute, die bereit sind für so eine innere Reise. Mit ganz verschiedenen Werkzeugen zur Auswahl. Die Frage für dich ist ja dann, spricht dich dieser Ruf an? Nach Selbsterkenntnis, nach erweiterter Wahrnehmung? Und das wirft, finde ich, noch eine spannende Überlegung auf. Wie lassen sich solche tiefen, vielleicht transzendenten Erfahrungen, egal ob jetzt durch Ayahuasca, Kunst oder Musik, wie lassen die sich wirklich ins alltägliche Leben integrieren? Ja, gute Frage. Was bedeutet das praktisch, kosmisches Bewusstsein im Hier und Jetzt zu leben? Gerade an dieser Schnittstelle von alten Traditionen und moderner Technologie. Das ist vielleicht etwas, ja, worüber du noch mal nachdenken möchtest?